So, shit happens. Ja, jetzt ist schon wieder passiert. Ich bin verletzt. Letzten Sonntag beim Meeting in Hengelo habe ich mir leider mein Knie verletzt. Ich habe mich ganz normal eingeworfen, Routine gemacht, ganz normal mich warm gemacht, eingelaufen, gedehnt, Sprint-ABC, Sprung-ABC, Wurf-ABC. Alles gemacht. Eingeworfen aus 3 Schritten, aus 5 Schritten, aus dem Rhythmus, alles prima. Dann Sachen zusammengepackt, Richtung Stadion gelaufen, vom Einwurfplatz Richtung Callroom. Dann mit der anderen Sperrwerfer geschlossen ins Stadion reingelaufen, Spikes angezogen, Speer in die Hand genommen, ganz normal warm gemacht, mich da auch reingesteigert. Kurzen Anlauf, langer Anlauf. Auf einmal ist es passiert. Natürlich gibt man auch dann beim Warmmachen aus dem langen Anlauf schon gut Gas, damit man, wenn der Wettkampf losgeht, natürlich auf Temperatur ist und Vollgas geben kann. Das ging alles so wahnsinnig schnell, innerhalb von gefühlt einer Millisekunde. Ich habe gestemmt. Man kann jetzt nur mutmaßen, was jetzt passiert ist. Technischer Fehler, höchstwahrscheinlich. Aber welcher, wie, keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, rekonstruieren im Kopf. Ich habe nur gemerkt, dass es gefühlt etwas ganz schnell auseinandergezogen wird und auch ganz schnell wieder zusammengezogen wird. Und habe dann gleich einen Schmerz gemerkt, bin hingefallen, habe mir das Knie an die Brust gezogen. Ich habe gemerkt, da ist irgendwas passiert, irgendwas im Knie stimmt da nicht. Ich lag da, habe die Augen zugemacht und habe mir nur gedacht, Scheiße, was ist da jetzt passiert? Und nach gefühlten, keine Ahnung, 10 Sekunden kam der Kampfrichter und hat auch gleich gesagt, ey, bleib liegen, Sanitäter sind schon auf dem Weg. Johannes und Julian kamen auch hergesprintet und haben mir den Kopf noch gehalten, beziehungsweise Jojo hat mir noch kaltes Wasser übers Knie geschüttet, weil ich gesagt habe, hey, da tut's saumäßig weh. Dann innerhalb von ein paar Minuten wurde ich abgeholt von den Sanitätern mit einer Trage, wurde rausgetragen in die Katakomben. Ein Doktor war gleich zur Stelle, hat untersucht, hat mich gefragt, wie es passiert ist, hat mein Knie begutachtet. Gleich darauf kam auch ein Physio, der auch nochmal geschaut hat. Die Erstdiagnose vor Ort war dann, dass ich mir den Muskel popliteus in der Kniekehle verletzt habe. Wie gesagt, erste Diagnose in der Hinsicht dann Muskelfaserriss, weil da hat dann der Muskel angefangen anzuschwellen. Ja, aber ich konnte einfach, als ich dann versucht habe, nicht auftreten auf mein linkes Bein, weil ich auch gemerkt habe, das ist instabil. Und das ist auch im Physio davor schon aufgefallen, dass es leicht instabil ist, aber gesagt, Innen-, Außenbänder, alles heile. Und als er auch den Schubladentest gemacht hat und um das Kreuzband zu testen, hat er auch gesagt, er spürt jetzt da nicht unbedingt irgendwie, dass es in der Hinsicht instabil ist, aber trotzdem ist ein leichtes Spiel irgendwie im Knie vorhanden. Und er ist davon ausgegangen, dass es vom Muskel ist, weil dieser Popliteus-Muskel hinten in der Kniekehle auch für die Rotation vom Knie zuständig ist. Und wenn der verletzt ist, dementsprechend kann auch da ein leichtes Spiel sein oder zustande kommen. Ja, wie gesagt, ich konnte nicht auftreten, dann hat er mich mit dem Rollstuhl rausgefahren. Mein Trainer hat dann sein Auto geholt, durfte dann relativ nah ans Stadion fahren und hat er mich mitgenommen Richtung Hotel. Und ich habe mich dann entschieden, glücklicherweise muss ich sagen, fahre ich in Automatik, muss deshalb auch mit dem linken Bein nichts machen, keine Kupplung treten und habe mich dann entschieden, okay, ich fahre noch nach Hause. Ich nehme das Risiko auf mich, dass da nichts passiert. Ich meine, klar, was soll passieren? Das Knie ist dann ruhig gestellt für die Fahrt. Habe dann ausgecheckt, nachdem ich mich geduscht habe noch. Ja, bin dann nach Hause gefahren, hat dann auch alles gut geklappt. Ich habe dann auch im Auto gleich meinen Orthopäden angerufen, direkt, ob er mich morgen sehen könnte und eventuell, wenn es möglich ist, so zügig wie geht einen MRT-Termin machen kann. Und so hatte ich dann tatsächlich montags morgens gleich um 9 Uhr einen MRT-Termin. Bin danach zum Orthopäden gefahren. Ja, dann kam die Nachricht, dass es nicht nur der Popliteus ist, der einen Muskelbündelriss sogar hat, sondern dass das Kreuzband durch ist, das vordere. Das war schon ein Schock. Muss ehrlich zugeben, schon ein großer Schock im ersten Moment. Dass jetzt, da ich mich schon wieder so krass verletzt habe, wenn ich mir überlege, vor 2 Jahren hatte ich Probleme im Ellenbogen, habe mir da das Innenband zum 2. Mal gerissen und jetzt 2 Jahre später das Kreuzband im Stemmbein, was auch schon eine ziemlich heftige Verletzung ist. Aber ja, wie soll ich sagen, ich meine, leider habe ich glücklicherweise schon so viel Erfahrung gemacht mit
schweren Verletzungen und Operationen, dass ich mich relativ zügig wieder gefangen habe und mir gedacht habe, okay, was sind die nächsten Schritte? Wem gebe ich Bescheid, wen rufe ich als nächstes an, sodass ich relativ zügig zu einem Kniespezialisten komme. So habe ich jetzt morgen, Montag, einen Termin beim Kniespezialisten. Der wird sich das nochmal genauer anschauen, auch nochmal die MRT-Bilder anschauen, aber ich meine, was soll der anders sehen? Das vordere Kreuzband ist durch. Ja, ich komme an einer Operation nicht vorbei, also es muss operiert werden. Das werde ich dann mit dem Arzt morgen alles besprechen. Das weitere Vorgehen, wann ich den OP-Termin habe, wie das alles vonstatten geht. Ich meine, die Sehne muss rekonstruiert werden, kommt eine Plastik rein, welche Sehne wird entnommen, aus welchem Muskel, welches Bein, keine Ahnung, whatever. Das sind so Fragen, die gehen mir alle gerade durch den Kopf. Wie ist dann auch die Reha? Klar, ich habe meinem Physio schon Bescheid gegeben, Sporttherapeuten schon Bescheid gegeben, am Olympiastützpunkt in Heidelberg, dass da alles relativ zügig auch nach der Operation dann auch vonstatten geht mit wann gehe ich zum Physio, was macht er. Die ersten paar Tage wird wahrscheinlich nicht mehr als Lymphdrainage gehen, bis auch das Knie mal wieder so abgeschwollen ist, dass man es auch gut bewegen kann. Aber ja, merke es auch bei mir, es tut mir einfach unheimlich gut, mit den Leuten dann schon vorher zu reden und da schon einen roten Faden wieder zu spannen, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es weitergehen kann, auch mit der Unterstützung von den Leuten. Und ja, es tut mir auch unheimlich gut, auch mit der Family drüber zu quatschen, mit Freunden drüber zu quatschen, die einen auch in den Zeiten jetzt auch auffangen, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecken soll. Ich meine, ich bin glücklicherweise auch einer, der immer fröhlich drauf ist und alles positiv sieht und auch in jeder Lage immer versucht, das Positivste rauszunehmen. Aber dennoch, ich glaube, muss ich das auch noch, nachdem ich mit dem Arzt dann auch mit dem Kniespezialisten gequatscht habe, nochmal wahrscheinlich den Drop lutschen. Ja, das nochmal alles realisieren, dass jetzt operiert wird, wie es dann alles weitergeht und. Aber ja, was soll ich sagen? Die Saison ist gelaufen. Jetzt heißt es, ja, erstmal Reha und nach der Reha Vorbereitung für die Spiele nächstes Jahr. Ich meine, das große Ziel steht immer noch und werde wieder zurückkommen. Die Betonung liegt auf wieder. Nach der ganzen Scheiße der letzten Jahre. Ich meine, irgendwann reicht es halt mit den Verletzungen, aber gut, so ist es manchmal. Shit happens, ne? Aber es geht weiter, ne? Egal was heute ist, morgen geht die Sonne wieder auf. Ja, aber so wird's laufen. Ja, alles klar. War's das? Kann ich gehen? Ja, das passt. Alles klar.